Ach, das ist die Matista. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Sie spricht auch sehr okkult. Ja, aber erstmal mein Beileid, komm, wir sind ordentlich. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Das ist richtig, aber trotzdem kann man sowas austauschen. Das gehört sich. So, wir gucken uns die Dame mal an. Also, sie hat Schminke ganz schön. Viel. Blutergüsse. Ach, da am Hals. Das hat im Gesicht. Okay, dann hat sie da ein Zeichen. Einfache okkulte Tätowierung. Tätowiert sich selbst. Echt? Ja gut, könnte sein. Abgebissene Fingernägel, ist sehr nervös. Oh ja, das sieht nicht gut aus für eine, die in dem Business arbeitet. Ah, alte und heilende Schnitte, sich selbst zugefügt. Ach Mann, Mädel. Ach, auch so ein Zeichen. Mit Brenneisen eingebrannt. Ist das echt von Kurt? Also ist das wirklich das K davon? Ah, schlimm. Was ist hier? Narben von Ketten, alt und kaum noch sichtbar. Uiuiui. Matista ist eine darstellende Künstlerin und war Fabios Partnerin. Sie hatte ein schwieriges Leben. Bereits im Kindesalter wurde sie versklavt, wovon ihr Brandzeichen zeugt. In der Sklaverei lernte sie Fabio kennen, was die ähnlichen Brandzeichen der beiden erklärt. Alte Narben auf ihrem Körper sind bleibende Erinnerungen an ihre Jugend als Sklavin. Auch heute noch plagen sie diese traumatischen Erlebnisse. Matistas Verbindung zu ihrem Körper scheint nach Jahren der Misshandlung pragmatischer Natur zu sein. Gegen Geld bietet sie sich den Gästen an, die mit ihr machen können, was sie wollen. Sie hat keine Angst davor, die Grenzen zu überschreiten, zudem tätowiert sie sich selbst. Ich meine, das passt zu den ersten Aussagen. Die sagt ja Hülle nur. Bestraft sich für Vergangenheit. Matista hegt ein großes Interesse für Mystizismus, weswegen sie ihren Körper mit okkulten Symbolen tätowiert hat. Sie versucht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und das Leben als darstellende Künstlerin scheint für sie eine gute Gelegenheit zu sein, Geld zu verdienen. Ich glaube, das Erste. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. Aber die Blutergüsse, wozu ist das doch nicht... Also das hätte ich nun wirklich als die Praktiken angenommen, dass die Schnitte, die sich selbst zugefügt hat, durchaus so typisch, wenn du dich selbst noch begehen willst, aber du überlegst, Blut zu lassen. Ich meine, gibt es ja auch ein Lied von Sapituzelli dazu. Glaube ich schon. Aber die Blutergüsse hätte ich jetzt wirklich schon gedacht, dass sie öfters mal gewirkt wird bei irgendwelchen Tätigkeiten. Deswegen fand ich das Profil schon passend. Okay, woher stammen denn dann die Blutergüsse? The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite. Sometimes. Ach, das ist jetzt wieder okay. Okay, was haben wir denn? Wir fangen erstmal da an, wo wir uns sehr sicher sind. I've nothing to say. Okay. I've nothing to add. I've nothing to Was? add. Ermordung? Sagt sie gar nichts dazu? I've nothing to say. Okay, dann machen wir das Buch fallen erstmal.
This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Ja, ja. Sie hat dafür gebetet und ihn trotzdem geschubst. Das funktioniert, alles klar. I don't know what to say. I don't know what to say. I have nothing to add. Sie will nicht mal was über den Kurt Manchios sagen? I don't know what to say. Der Brief aber. This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Okay, das ist das Wichtige, das haben wir uns schon gedacht. Sie hat einen Liebeszauber probiert. Also das Buch zumindest genommen. Aber wir wissen ja schon, es ist ein bisschen schwierig, wenn das so dargestellt werden sollte, weil das passt natürlich perfekt dazu, wie er umgebracht wurde. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier drin? Niemanden? Da ist ein Vogel. Achso, wen haben wir hier drin? Niemanden. Vogel? Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told Bruder, the police ihr wisst everything schon. I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Ich würde für sie lügen. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Genau, ich meine, wir hatten ja andere Notlügen in der Art gehabt. Wir haben dann, nachdem wir was aufgeklärt haben, ja nochmal geschaut, was das Opfer vorher erlitten hat. Dann haben wir das abgewogen bisher. Okay, wir müssen nochmal gucken. Und zwar, I'm das not Buch supposed to know anything about this. wusste er, I'm not dass supposed to know Sklaven anything sind. about this. I Manschettenknöpfe. don't think I can tell you anything about this. Dann der Brief. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Das hatten wir gehabt. Das hatten wir. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Tja, damit haben wir das noch. Und haben jetzt ein paar Sachen. So, sie hat okkulte Kräfte. Glaubt zumindest daran. Haben wir irgendwo das Buch?
Okay, dann machen wir das beides hier. Nett. Macht der Liebe? Gut, das meinte ich. Matista vollzog mit Fabio womöglich ein Ritual, um seine Liebe für sie neu zu entfachen. Wütender Brief? Ich hätte das eigentlich genommen, um ehrlich zu sein. Okay, nehmen wir... Was ist denn das dann? Blutergüsse. Matista erlitt Verletzungen, da stürmische Gäste der Abendgesellschaft grob mit ihr umgingen. Mhm. Warum geht das zusammen nicht? Hä? Das hatten wir doch schon. Hä? Mr. Pinchetti ist ein Verdächtiger, der verhaftet und verhört werden muss. Er sagte nicht, dass er einen Schlüssel hat. Okay, das muss auf jeden Fall weitertragen. Die Gefühle. Okay, dann machen wir hier wütender Brief. Geht auch nicht. Da ein bisschen wuschig. Okay, fallen wir aber. Was haben wir da? Ups, sorry. Ich sollte Constable Oswald im Archiv Bescheid geben. Jo, das machen wir. Der einfach nach Hause zu lassen, ist schon ein bisschen fahrlässig gewesen, oder? Sollte man nicht trotzdem eine Zeugenaussage aufnehmen? Im Archiv. Ich glaube, das Archiv war doch auch hier, oder? Ja. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. Darf es nicht sauber kommen. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. You can question Mr. Pinchetti in the interrogation room. In der 7. 1. Drei, 4, 6 und hier die 7. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Geschweige denn, dass er danach noch einen Job haben wird. Wenn einmal er wieder zurückkommt und der gute Hausherr mit ihm darüber redet. So, was aber. Was denn er? Schuppenflecht oder Allergie? Hautentzündung. Gefärbter Stoff, mehrfach nachgefärbt. Er trägt einfache Kleidung, ist eher so ungewöhnlich, oder? Geflickte Löcher, mehrmals repariert. Stimmt. Dafür, dass alles so edel ist, ist das eigentlich schon ein bisschen seltsam. Seine Hände? Stimmt, die Hände hatten wir bisher mal untersucht, war nichts. Die Schuhe? In Blut getreten, kleiner Blutfleck. Was steht da? Unglaublich geizig. Santos Pinchetti ist der oberste Diener auf dem Manchios Anwesen. Obwohl er die höchste Position unter Bediensteten im Haushalt innehat, scheint er vergleichsweise arm zu sein. Mr. Pinchetti scheint zwar über ausreichend Geld für das alltägliche Leben zu verfügen, gibt aber so wenig wie möglich davon aus. Unreinheiten seines Körpers kaschiert er mit Schminke. Für ein zeitgemäßes Äußere hat Mr. Pinchetti seinen Anzug mehrfach neu gefärbt. Um mehr Geld sparen zu können, hat er mehrere Löcher in seinem Anzug selbst geflickt, oder? Sein Körper zeigt Anzeichen von Schuppenflechte. Mr. Pinchetti verbirgt seine kranke Haut unter Schminke.
Der Anzug des Haushofmeisters weist mehrere Löcher auf, die geflickt oder genäht wurden. Damit der Anzug neuer wirkt, hat Pinchetti ihn gefärbt. Ich glaube nicht, dass der geizig ist. Ich glaube eher finanziell. Da ist irgendwas im Hintergrund. Alkohol? You are the majordomo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Er hat ja angeblich dort aufgemacht und das Opfer gesehen. Wie weit ist er denn vorgelaufen? Ist die Frage. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Matista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Das ist schon mal interessant. Ach, warte mal, haben wir noch irgendwas? I recognize the key from the altar room among these. Ja, stimmt. Der zweite von rechts war das. Kurt Manchios Testament und Notiz. Eine kurze Notiz, bei dem Testament beigefügt wurde, lautet: Santos, mein närrischer Faulpelz, du hast mich angefleht, dich in meinem Testament zu berücksichtigen. Und das habe ich hiermit getan. Anbei die aktuelle Fassung meines Testaments. Kurt. Ein Auszug aus dem Testament lautet: Santos Pinchetti, Haushofmeister des Manchios-Anwesens, erhält ein Glas Bartwichser und eine Salzlampe, damit er sich stets an seinen fürsorglichen Arbeitgeber Kurt Manchios erinnert. Alter, das ist ja schon gemein. Willst du dazu noch sagen? Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a majordomo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a majordomo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Das ist natürlich schon nochmal ein kleiner Kniff, sage ich mal. Aber ich muss noch mal kurz gucken, dass ich bei den anderen irgendwas vergessen habe auf dem Tisch. Ja, ich so sagen. Können wir mit ihr noch mal reden? I know I can handle the news. That's not something I know much about. Das I've nochmal. read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your majordomo. He needed to know his place, so I taught him. Der Typ ist schon ganz schön arschig.
Ehrlicherweise. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt diese Sachen. Ich glaube, wir haben damit alles, was wir brauchen. Das passt aber auch zusammen, um Himmels Willen. Er beschenkt ihn reichlich, während er parallel Mr. Pinchetti demütigt. Also kriegen wir da einen Zusammenhang raus, dass Pinchetti sich vernachlässigt fühlt oder irgend sowas. Schon hätten wir was. Gut. Er demütigt ihn. Haushofmeister hofft vergeblich auf Erbe. Santos Pinchetti arbeitete unter miserablen Bedingungen für Mr. Manchios, weil er hoffte zu erben, vergeblich. Er informierte die Polizei. Er hat Blut auf seinen Schuhen. Santos Pinchetti trat womöglich versehentlich in eine Blutlache, als er den Tatort entdeckte. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Was mit den Blutergüssen? Fabio verletzte Matista. Bei Handgreiflichkeiten in der Raucherlounge verletzte Fabio Matista. Matista wurde von Gästen verletzt. Na, eigentlich das. Ja, Verschleierung. Was haben wir noch? Person wuscht sich, was haben wir da noch? Mit den Schuhen? Er übersah den Blutfleck. Er trat versehentlich. Was denn dafür war? Was? Okay. Wuschen im Sinne von nicht nur Hände, sondern den ganzen Körper damit. Okay. Er trat versehentlich das Blut natürlich. Was haben wir noch? Der wütende Brief. Wütender Brief. War der Brief für Mr. Manchios gedacht? Santos Pinchettis Aussage und der Inhalt des Briefes deuten darauf hin, dass der Brief für Kurt Manchios bestimmt war. So, wir gehen nochmal zum Hinweisen. Da fehlt noch was. Wir sollen nochmal mit dem Brief reden. Mit dem Brief reden, genau. Mit dir nämlich. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Also, die Übersetzung war ja gerade falsch. Nicht ihr Stern, sondern ihrs. Ja, es ist nicht ganz clever, dass die Übersetzung so durchgeführt wurde. So, wir gehen mal zu Werner nochmal. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Mit dem Brief gehen wir nochmal zu der Dame. Nein. Sorry. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away.
Das war sehr offensichtlich darauf bezogen nochmal. Okay, wir müssen jetzt Zelle 7. Please let me out. Müssen wir noch mit dem Brief reden? I can't wrap my head around such a tragedy at my party. The air Wie soll man dann noch mit dem reden? here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Können wir diesen Brief noch Oswald zeigen? Ich meine, warum ist das sonst noch offen? Wenn wir gerade nicht reden können drüber. Ja. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Okay. Damit haben wir das auch erledigt. Gut, das wollte ich nur haben, damit wir hier nicht irgendwie dann was offen haben. Gedankenspiele, was haben wir da noch?